Wir sprechen heute über die Arbeit der 8 Baukörper von Hermann Glöckner, die schon immer variabel gedacht waren oder angelegt waren und jetzt von mir so installiert wurden, wie wir es hier sehen. Wenn man sich das Atelier von Hermann Glöckner anschaut, kurz bevor er gestorben ist, dieses Gefüge, auch wie so ein Schaulager, dann ist es natürlich so ein notwendiges Dilemma, dieses Gefüge aufzulösen. Wenn man das einfrieren würde, so stehen lassen würde, das ist ein Dilemma. Und es ist natürlich auch ein Dilemma, dieses Atelier aufzulösen und separat zu zeigen. Aber die letzte Variante ist wahrscheinlich die einzige Variante, um das Werk lebendig zu halten. Ich musste mir diese Baukörper selber aus Pappe nachbauen, speziell bei diesem Sockel, und habe dann mit diesem Volumen im Original vor den Materialien gestanden und dann doch immer wieder den Entwurf verschoben, wieder neu angesetzt. Und eigentlich egal, und das ist das Schöne daran, egal wie man die Baukörper stellt, sie müssen sozusagen auf diesem Plateau eigentlich alles aushalten und auch umgekehrt. Den ersten Kontakt mit Hermann Glöckner hatte ich als Teenager in einer Ausstellung, wo ich das, wie man so sagt, das Spätwerk gesehen habe, diese großen freien Schwünge mit Kreide auf Transparentpapier. Und eine der Arbeiten, die mir ins Auge gefallen ist, ist diese Zeichnung des Fachwerkhauses Hofewiese. Und dieses Gebäude kenne ich. Da haben wir sozusagen als Jugendliche haben wir da unsere Fahrradausflüge hingemacht. Dieses Fachwerk, diese Maßhaltigkeit fällt einem als Formalie ins Auge, wenn man das sehen kann. Das war eigentlich die erste verbindende Idee, die ich zeigen wollte. Also wie man das weitertragen kann oder wie man das in meine Bildwelt bringen kann. Der eigentliche Bildhauer hat ja eher sozusagen die Material- und Wirkungsästhetik, also da spielen die Materialien die Rolle. Bei mir sind die Materialien eigentlich zweitrangig. Das ist das Schöne, das verbindet vielleicht auch mit Hermann Glöckner. Und die farbige Fassung, also die Oberfläche, zeigt das Ganze dann oder soll das Ganze zeigen. Die Mittel, die ich einsetzen kann, sind sehr beschränkt, sind sehr einfach. Aber am Ende des Tages darf es gar nicht diese Wirkung haben, dass man unbedingt wissen will, was das ist, sondern es muss eigentlich im Ganzen sitzen und stehen. Man hat eine dienende Rolle, aber es ist auch falsch, wenn man sich da versteckt unter dieser dienenden Rolle. Also im besten Falle habe ich einen Verstärker geliefert für etwas, was schon eigentlich vollkommen auch da ist als Werk.